55 Sätze, die deine Patientenkommunikation auf das nächste Level heben. Mit diesen Sätzen gelingt es dir, besser auf deine Patienten einzugehen. Hi, ich bin Flora und ich helfe dir beim Deutschlernen. In diesem Video bekommst du 55 Sätze, die du in Gesprächen mit Patienten und Patientinnen ständig brauchst. Ich erkläre dir, was jeder Satz bedeutet, in welchen Situationen er passt und wie du damit sicher, freundlich und professionell klingst wie ein Muttersprachler. Ideal, wenn du B1 oder B2 sprichst. Sprich gerne laut mit, damit die Sätze in deinen Mund übergehen und du sie auf Station sofort anwenden kannst. Los geht's! Nummer 1. Guten Morgen, ich bin heute Ihre Pflegekraft. Mit diesem Satz startest du freundlich und stellst dich klar vor. Er gibt Sicherheit und zeigt, dass jetzt eine zuständige Person da ist. So entsteht von Anfang an Vertrauen und ein ruhiger Ton für den Tag. Beispiel: Guten Morgen, ich bin heute Ihre Pflegekraft. Wie haben Sie geschlafen? Nummer 2. Wie möchten Sie angesprochen werden? So zeigst du Respekt und triffst den passenden Ton. Manche mögen den Vornamen, andere wollen formell bleiben. Du vermeidest Missverständnisse und holst die Person sprachlich dort ab, wo sie sich wohlfühlt. Beispiel: Wie wollen Sie angesprochen werden, Herr Meier oder lieber Klaus? Nummer 3. Ich erkläre Ihnen kurz den Ablauf. Dieser Satz nimmt Unsicherheit und bereitet auf die nächsten Schritte vor. Du kündigst an, was gleich passiert und gibst Orientierung. Das schafft Ruhe und macht die Zusammenarbeit leichter. Beispiel: Ich erkläre Ihnen kurz den Ablauf, dann messen wir die Vitalzeichen und danach frühstücken Sie. Nummer 4. Haben Sie Schmerzen? Wo genau? Du fragst gezielt nach, weil Ort und Stärke wichtig für Pflege und Therapie sind. Ein ruhiger Ton erleichtert ehrliche Antworten. So leitest du weitere Fragen professionell ein. Beispiel: Haben Sie Schmerzen? Wo genau tut es im Moment am meisten weh? Nummer 5. Auf einer Skala von 0 bis 10. Wie stark sind die Schmerzen? Mit der Skala machst du Schmerzen messbar und vergleichbar. So kann das Team Veränderungen besser einschätzen. Erkläre kurz, dass 0 kein Schmerz und 10 der stärkste vorstellbare Schmerz ist. Beispiel: Wo liegen Sie gerade auf der Skala? Nummer 6. Ist der Schmerz stechend, drückend oder brennend? Die Qualität hilft bei der Ursachenfindung. Konkrete Optionen erleichtern die Beschreibung. Dadurch wird die Dokumentation klarer. Beispiel: Ist der Schmerz eher stechend, drückend oder brennend, wenn Sie sich bewegen? Nummer 7. Atmen Sie bitte ruhig ein und aus. Der Satz beruhigt und unterstützt die Untersuchung. Ein ruhiger Atem macht Abhören, Messen und Positionieren leichter. Sprich langsam, damit die Person dein Tempo übernimmt. Beispiel: Atmen Sie bitte ruhig ein und aus. Ich höre kurz Ihre Lunge ab. Nummer 8. Ich messe jetzt die Vitalzeichen. Du erklärst, warum du berührst oder Geräte verwendest. Das schafft Transparenz und Einverständnis. Danach nimmst du Blutdruck, Puls, Temperatur und Sättigung ab. Beispiel: Ich messe jetzt die Vitalzeichen, es dauert nur 1 Minute. Nummer 9. Ich messe gleich Ihre Temperatur. Die klare Ansage nimmt Unsicherheit über die Methode. Wenn du sie nennst, weiß die Person, was sie tun soll. So läuft alles ruhig und hygienisch. Beispiel: Ich messe gleich Ihre Temperatur im Ohr. Bitte bleiben Sie kurz still. Nummer 10.
Sind Sie gegen Medikamente oder Lebensmittel allergisch? Allergien sind sicherheitsrelevant und müssen früh erfragt werden. Beispiele helfen beim Erinnern. Dokumentiere die Antworten sofort fürs Team. Beispiel: Sind Sie gegen Penicillin oder Nüsse allergisch? Nummer 11. Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig? Regelmedikation ist wichtig für Nebenwirkungen und Dosierung. Frag nach Namen, Dosierung und Zeitpunkt. Bitte um eine Liste, wenn vorhanden. Beispiel: Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig? Haben Sie eine aktuelle Liste dabei? Nummer 12. Ich bringe Ihnen jetzt Ihre Medikamente. So kündigst du die Gabe an und bietest Raum für Fragen. Du prüfst, ob die Person bereit ist und trinken kann. Das wirkt ruhig und professionell. Beispiel: Ich bringe Ihnen jetzt Medikamente. Möchten Sie ein Glas Wasser? Nummer 13. Bitte nehmen Sie die Tablette mit ausreichend Wasser. Der Hinweis erleichtert das Schlucken und schützt die Schleimhaut. Er erinnert daran, nicht trocken zu schlucken. Achte auf die Schluckfähigkeit. Beispiel: Bitte nehmen Sie die Tabletten mit ausreichend Wasser. Ich reiche Ihnen ein Glas. Nummer 14. Sind Sie seit Mitternacht nüchtern geblieben? Für viele Untersuchungen ist Nüchternheit entscheidend. Frage konkret nach Essen, Milchkaffee, Kaugummi und Getränken. So vermeidest du Risiken und Verzögerungen. Beispiel: Seit Mitternacht nur Wasser, richtig? Nummer 15. Wir bereiten Sie auf die Untersuchung vor. Du kündigst die nächsten Schritte an und holst Einverständnis. Kurze Erläuterungen reduzieren Stress. So bleibt die Situation überschaubar. Beispiel: Wir bereiten Sie auf die Untersuchung vor. Ich lege gleich die Kanüle und dann fahren wir los. Nummer 16. Ich helfe Ihnen beim Aufstehen. Der Satz nimmt die Angst vorm Stürzen. Er motiviert zur Mobilisation ohne Druck. Hilfsmittel und Schuhe liegen bereit. Beispiel: Ich helfe Ihnen beim Aufstehen. Stellen Sie die Füße erst fest auf dem Boden. Nummer 17. Melden Sie sich bitte, wenn Ihnen schwindlig wird. So bietest du Sicherheit und forderst Rückmeldung ein. Das verhindert Stürze. Du signalisierst Erreichbarkeit. Beispiel: Wenn Ihnen schwindlig wird, sagen Sie sofort Bescheid, dann setzen wir uns hin. Nummer 18. Wir positionieren Sie jetzt auf die Seite. Du erklärst die Maßnahme, bevor du berührst. Das stärkt Vertrauen und schützt vor Schmerzen. Zähle kurz an, damit die Person mitgehen kann. Beispiel: Wir positionieren Sie jetzt auf die rechte Seite. Ich zähle bis 3 und wir drehen gemeinsam. Nummer 19. Bitte halten Sie sich am Geländer fest. Ein einfacher Sicherheitshinweis verhindert Stürze. Er erinnert an aktive Mitarbeit. Prüfe, ob alles fest arretiert ist. Beispiel: Bitte halten Sie sich am Geländer fest. Ich sichere hinten den Gurt. Nummer 20. Ich sichere die Infusion, damit nichts zieht. Du erklärst Arbeiten an Schläuchen und Pflastern. Das beruhigt und verhindert ruckartige Bewegungen. Gleichzeitig beugst du Komplikationen vor. Beispiel: Ich sichere die Infusion. Sagen Sie mir bitte, wenn es drückt. Nummer 21. Die Infusion läuft. Melden Sie sich bitte, falls es brennt. Du bittest aktiv um Feedback. Brennen kann auf Reizungen hinweisen. So kannst du rechtzeitig reagieren. Beispiel: Bitte melden Sie, wenn es brennt oder unangenehm ist. Nummer 22. Ich wechsle jetzt den Verband. Du kündigst Berührung und Materialgeräusche an. Das nimmt Angst und fördert Kooperation. Beispiel: Ich wechsle jetzt den Verband. Das Spray kann kurz kalt sein. Nummer 23. Ich desinfiziere die Haut. Das kann kurz kalt sein. Der Hinweis bereitet auf das Gefühl vor. Gleichzeitig betonst du Hygiene und Schutz. Bitte darum, die Fläche kurz trocknen zu lassen. Beispiel: Ich desinfiziere jetzt. Bitte die Stelle nicht berühren. Nummer 24. Können Sie den Arm kurz stillhalten? So holst du Mitarbeiter für eine sichere Maßnahme.
Eine ruhige Bitte ist oft effektiver als eine harte Anweisung. Du vermeidest verrutschende Pflaster oder Nadeln. Beispiel: Bitte den Arm kurz stillhalten, bis das Pflaster sitzt. Nummer 25. Wir kontrollieren die Wunde auf Rötungen, Schwellungen und Nässen. Du erklärst, worauf ihr schaut und beziehst die Person ein. Das schafft Verständnis für normale und unauffällige Zeichen. Meldewege werden damit klar. Beispiel: Ist Ihnen selbst etwas aufgefallen, das wir notieren sollten? Nummer 26. Haben Sie Appetit oder gibt es Unverträglichkeiten? Ernährung ist Teil von Sicherheit und Wohlbefinden. Mit der Frage klärst du Wünsche und Risiken und so kann die Küche passend planen. Beispiel: Gibt es Unverträglichkeiten, zum Beispiel Milch oder Gluten? Nummer 27. Ich bringe Ihnen gleich das Essenstablett. Du schaffst Struktur und kündigst Hilfe an. Prüfe Sitzposition und Händehygiene. So bleibt die Situation würdevoll. Beispiel: Ich bringe gleich das Essen und richte Sie bequem auf. Nummer 28. Sie haben heute Flüssigkeitsbilanz. Trinken Sie bitte über den Tag verteilt. Du erklärst den Hintergrund und gibst eine klare Bitte. Verteiltes Trinken entlastet den Kreislauf und erleichtert die Dokumentation. Biete Varianten wie Tee, Wasser oder Brühe an. Beispiel: Ich notiere die Mengen. Sagen Sie mir bitte, was Sie lieber trinken. Kurzer Hinweis zur Sprache. Ich sage hier der Einfachheit halber Patient oder Patientin. In Einrichtungen kann die Bezeichnung unterschiedlich sein. Zum Beispiel Bewohnerin im Pflegeheim, Klient in der ambulanten Pflege oder Rehabilitant in der Reha. Gemeint ist immer die Person, die wir versorgen und begleiten. Wenn in deiner Einrichtung eine andere Bezeichnung üblich ist, tausche das bitte im Kopf einfach aus. Wichtig ist, dass du respektvoll, klar und wertschätzend sprichst. Die Formulierungen funktionieren in allen Settings. Nummer 29. Ich begleite Sie zur Toilette. So wahrst du Würde und bietest Sicherheit. Du signalisierst, dass Unterstützung normal ist. Bereite den Weg vor und achte auf Klingeln und Schuhe. Beispiel: Ich begleite Sie zur Toilette, wir nehmen uns Zeit beim Aufstehen. Nummer 30. Benutzen Sie bitte die Klingel, wenn Sie Hilfe brauchen. Du erklärst den Zugang zur Hilfe und nimmst die Angst, allein zu sein. Wiederhole den Satz mehrfach am Tag. So vermeidest du riskante Alleingänge. Beispiel: Klingeln Sie bitte, wir sind schnell da. Nummer 31. Wir üben jetzt das Gehen mit dem Rollator. Du kündigst die Maßnahme an und holst Einverständnis. Kurze Erklärung zur Handhabung. Geben Sicherheit. Das Tempo bleibt klein und kontrolliert. Beispiel: Kleine Schritte, Blick nach vorne. Ich gehe neben Ihnen. Nummer 32. Ich lege Ihnen die Thrombosestrümpfe an. Du verbindest Maßnahme und Nutzen. Die Strümpfe unterstützen die Venen und beugen Schwellungen vor. So steigt die Bereitschaft, sie zu tragen. Beispiel: Die Strümpfe helfen der Durchblutung. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie drücken. Nummer 33. Ich spritze Ihnen jetzt Heparin zur Thromboseprophylaxe. Du nennst Medikament und Zweck. Ein kurzer Hinweis auf die Einstichstelle und ein mögliches Pieksen reicht aus. Danach beobachtest du. Beispiel: Es piekst nur kurz im Bauch, danach ist es erledigt. Ich zeige Ihnen eine Atemübung gegen eine Lungenentzündung. Du erklärst den Nutzen und erhöhst die Motivation. Atemübungen halten die Lunge offen, besonders nach Operationen. Zähle ruhig mit und wiederhole gemeinsam. Wir atmen 4 Sekunden ein und 6 Sekunden aus. Nummer 35. Husten Sie bitte einmal kräftig und atmen Sie danach tief durch. So löst du Sekret und prüfst die Atemlage. Erkläre, dass Husten wichtig ist und auch wenn es unangenehm ist. Bieten danach Wasser an. Beispiel: Bitte einmal husten, dann tief durchatmen. Ich halte kurz dagegen. Nummer 36. Ich dokumentiere das im System.
Du benennst transparent, was du tust und zeigst Professionalität. Dokumentation macht Abläufe nachvollziehbar. So versteht die Person den kurzen Computerweg. Beispiel: Ich dokumentiere das im System, damit das Team informiert ist. Nummer 37. Ich gebe das gleich in der Übergabe weiter. Du sicherst zu, dass Infos ans Team gehen. Das zeigt Verlässlichkeit und Struktur. Patienten und Angehörige spüren, dass nichts verloren geht. Beispiel: Ich gebe das in der Übergabe weiter, der Spätdienst weiß Bescheid. Nummer 38. Haben Sie letzte Nacht gut geschlafen? Schlaf beeinflusst Schmerzen, Mobilität und Stimmung. Die Frage öffnet den Blick aufs Gesamtbefinden. Biete bei Bedarf konkrete Unterstützung an. Beispiel: War der Schlaf erholsam oder haben die Schmerzen gestört? Nummer 39. Möchten Sie sich waschen oder brauchen Sie Unterstützung? Du gibst Wahlmöglichkeiten und stärkst Selbstständigkeit. Gleichzeitig bietest du Hilfe an, ohne Druck zu machen. So bleibt die Körperpflege würdevoll. Beispiel: Möchten Sie sich waschen oder soll ich Ihnen beim Rücken helfen? Nummer 40. Ich mache jetzt die Teilkörperpflege. Du nennst den Bereich und erklärst kurz den Ablauf. Das schafft Vertrauen und schützt die Intimsphäre. Bitte um Rückmeldung bei Unbehagen. Beispiel: Ich mache jetzt die Teilkörperpflege am Oberkörper. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn etwas unangenehm ist. Nummer 41. Sagen Sie Bescheid, wenn etwas unangenehm ist. So holst du aktiv Rückmeldung ein. Du zeigst, dass du aufmerksam bist und Schmerzen ernst nimmst. Die Person kann ohne Hemmung Grenzen setzen. Beispiel: Bitte direkt sagen, dann passe ich mich an. Nummer 42. Wir achten darauf, dass keine Druckstellen entstehen. Du erklärst Sinn und Nutzen der Positionierung. Kissen, Positionswechsel bleiben nachvollziehbar. So steigt die Bereitschaft, mitzumachen. Beispiel: Wir positionieren alle 2 Stunden um, damit keine Druckstellen entstehen. Nummer 43. Ich kontrolliere jetzt den Blutzucker. Die Ankündigung nimmt Angst vor dem Stich. Ein kurzer Hinweis auf die Stelle genügt. Danach sagst du das Ergebnis in einfachen Worten. Beispiel: Ich messe am Finger, es ist nur ein kleiner Stich. Nummer 44. Bitte reichen Sie mir kurz Ihren Finger. So holst du Mitarbeit und beschleunigst die Messung. Du bleibst freundlich und klar. Achte auf Desinfektion der Stelle. Beispiel: Den linken Zeigefinger bitte, dann bin ich sofort fertig. Nummer 45. Ihr Blutdruck ist heute stabil. Du gibst eine verständliche Rückmeldung. Stabil bedeutet, dass keine akuten Sorgen bestehen. Biete eine spätere Kontrolle an. Beispiel: Wir messen nach dem Mittag noch einmal. Nummer 46. Wir planen Ihre Entlassung für morgen. Frühe Information schafft Zeit für Organisation. Kläre, welche Schritte noch nötig sind und biete Hilfe an. So wird der Übergang nach Hause sicher. Beispiel: Wir planen Ihre Entlassung für morgen. Wir gehen gleich die letzten Punkte durch. Nummer 47. Ich erkläre Ihnen jetzt den Entlassbrief. Du bereitest auf wichtige Informationen vor. Gehe Diagnosen, Medikamente und Empfehlungen in Ruhe durch. Frage aktiv nach, was noch unklar ist. Beispiel: Ich erkläre Ihnen jetzt den Entlassbrief. Danach bekommen Sie das Rezept. Nummer 48. Haben Sie zu Hause Unterstützung? Du klärst ab, ob Angehörige oder Dienste verfügbar sind. Das ist wichtig für Sicherheit, Medikamente, Verbände und Mobilität. Schlage bei Bedarf Hilfe vor. Beispiel: Sollen wir einen Pflegedienst mit einbinden? Nummer 49. Wir bitten einen Angehörigen, Sie abzuholen. Du erklärst den Ablauf am Entlasstag. Nenne Uhrzeit und Treffpunkt. So läuft alles pünktlich und stressfrei. Beispiel: Am besten gegen 10 Uhr an der Pforte. Nummer 50. Gibt es noch Fragen oder Sorgen? Du öffnest bewusst Raum für offene Punkte. So geht niemand mit Unsicherheit nach Hause.
Fasse am Ende die Antwort kurz zusammen. Beispiel: Welche Frage ist noch offen, bevor wir schließen? Nummer 51. Ich komme später noch einmal vorbei und schaue nach Ihnen. Du kündigst an, dass du wiederkommst und gibst Sicherheit. Die Person weiß, dass sie nicht alleine gelassen ist. Nenne gerne eine ungefähre Uhrzeit. Beispiel: Ich schaue gegen 4 noch einmal vorbei. Nummer 52. Melden Sie sich bitte sofort, wenn die Schmerzen zunehmen. So bittest du aktiv um Rückmeldung bei Verschlechterung. Rechtzeitige Meldung ermöglicht schnelle Therapie. Erkläre, dass Klingeln ausdrücklich erwünscht ist. Beispiel: Bitte sofort klingeln, wenn es schlimmer wird. Nummer 53. Trinken Sie heute regelmäßig kleine Schlucke. Das fördert Kreislauf, Nierenfunktion und Wohlbefinden. Viele trinken zu wenig, deshalb ist die Erinnerung wichtig. Biete passende Getränke an und notiere die Mengen. Beispiel: Ich bringe Ihnen Tee und Wasser und trage es in die Bilanz ein. Nummer 54. Sie machen das sehr gut. Ehrliches Lob stärkt Motivation und Vertrauen. Der Satz wirkt besonders bei schmerzhaften oder neuen Übungen. Das Gefühl, es richtig zu machen, trägt durch den Tag. Beispiel: Die Schritte mit dem Rollator werden schon sicherer. Das machen Sie sehr gut. Und nun Nummer 55. Danke für Ihr Vertrauen. Du würdigst die Zusammenarbeit, die Offenheit der Person. Der Satz passt nach Untersuchungen, Gesprächen oder am Ende einer Schicht. So schließt du respektvoll und menschlich. Beispiel: Danke für Ihr Vertrauen. Ich schaue später noch einmal nach Ihnen. Das waren 55 Sätze für die Patientenkommunikation. Wenn dir diese Sätze helfen, sprich sie heute laut nach und nimm dir 3 davon fest für deine nächste Schicht vor. Schreib mir in die Kommentare, welche Situation dir am schwersten fällt, und ich mache dazu eine eigene Übung. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke und teile das Video mit Kollegen und Kolleginnen, die sicherer und empathischer mit Patienten und Patientinnen kommunizieren wollen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.